los. Sind wir live? Wir sind live. Moin, ihr Landratten. Moin. Herzlich willkommen. So, jetzt muss ich mal da hinten drauf. Im Hafen ist schon wieder richtig Attacke. Also der ein oder andere hat es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Da hinten, ja, welches Gelände das genau ist, weiß ich nicht, aber die A1 ist auf jeden Fall gesperrt. Und ja, das brennt da hinten richtig. Also zumindest sieht es spektakulär aus. Also ob es wirklich jetzt, ja doch, das ist wirklich, oder? Ja, als wir gekommen sind, war das also echt noch gar nicht so doll, ne? Ja. Und wie lange sind wir schon hier? Dreiviertel Stunde? Ja, ja. Also es muss sich richtig noch ausgeweitet haben. Ja, und das ist, ja, das zieht natürlich vom Schiff weg. Wir haben heute auch schon so ein bisschen Zeitchaos. Ja, ich kann es ja mal zeigen hier. Seit heute Morgen. Tanja ist natürlich da und Leon ist da. Moin, ihr Lieben. Und Brigitte ist da. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Ja, wir haben heute so ein bisschen Zeitchaos. Also erst hieß es Mein Schiff 17 Uhr, Queen Mary 19 Uhr. Dann hieß es plötzlich Queen Mary 18 Uhr. Jetzt haben wir vom Lotsen bekommen Queen Mary 17:30 Uhr. Und dann haben wir bekommen vom Lotsen Mein Schiff 18 Uhr. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Barkasse. Wir sind bereit. Wir tuckern jetzt mal Richtung Fischmarkt. Da wollen wir vielleicht noch jemanden einsammeln. Den Martin, der läuft da irgendwo rum. Also ich würde mal sagen, die Frisur sitzt, ne? Die Frisur sitzt, ganz genau. 17 Uhr? Ja. Und ja, wir haben auf jeden Fall gutes Wetter, sind gut drauf. Soll ich noch mal kurz checken mit Martin, ob der schon da ist? Weil Ja, ach, wir tuckern da jetzt mal so ganz langsam hin. Der ist irgendwo auf der Fähre. Bei Linde soll das sein, Vettel. Linde? Linde. In Linde in Vettel. Ah, okay. Glas schreibt das hier. Okay, Bei alles Linde klar. auf der Vettel. Feuerwehr Alles klar. kann wegen explodierten Gasflaschen schlecht löschen. Ja, die haben da irgendwie Probleme zum Brand herzukommen. Aber gut. Wir sind auf Helga Ehlers. Helga ist ganz neu, ne? Warte, ich gebe mal, geb mal Leon gerade das Mikrofon. So. Ja. Helga habt ihr ein bisschen umgebaut. Helga ist Genau. schon ein älteres Mädchen, oder? Genau, neu nicht, aber umgebaut frisch jetzt seit Anfang dieses Jahres, seit Hafengeburtstag. Genau, haben wir sie ein bisschen verbreitert, ein bisschen verlängert. Hier hinten haben wir dieses schöne Freideck drauf bekommen. Genau. Das heißt, die ganze Barkasse wurde verbreitert, Sie wurde einmal durchgeschnitten. also in der Mitte durchgeschnitten. Genau, da vorne, wo die Tür ist, da wurde sie ungefähr einmal durchgeschnitten. Achso, dann auseinandergezogen und in der Mitte wieder was reingeschweißt. Genau, und ein bisschen verbreitert. Außenrum ist sozusagen nochmal ein zweites Schiff gekommen. Genau. Also, und jetzt ist sie ein bisschen größer. Früher sah sie so aus wie zum Beispiel die Thomas oder die Jan, Ja. genau, die ganzen alten Traditionsbarkassen. Und jetzt ist sie halt ein bisschen rechteckiger geworden. Ja, und ein sehr schönes Freideck hier. Ne? Also hier ist richtig Platz. also Martin ist jetzt Dockland. Dockland ist er? Ja, wir können ihn ja auch am Dockland einsammeln, Oder oder? soll er Dockland aussteigen? Er kann auch noch einen weiterfahren zum Fischmarkt. Fischmarkt ist besser. Fischmarkt ist besser. Aussteigen habe ich gerade ist besser, ne? Also bleibst du drauf Okay. inzwischen. Ne? Ja, alles klar. Ja, sonst drehen wir noch eine kleine Runde. Ja, bis gleich. Tschüss. Ja, also erstmal natürlich vielen Dank an Leon, dass du das hier wieder möglich machst. Ja, gerne, immer, ne? Wir hatten uns das natürlich alles so schön vorgestellt mit beiden Schiffen um 19 Uhr. Ja, wir haben fleißig umgeplant, ne? Ja. Stündlich. Ja. Die Mein Schiff ist ja quasi Premiere TUI Cruises am Hafen City Kreuzfahrtterminal. Ja. Queen Mary liegt in Steinwerder. Wir müssen halt mal gucken, ja, wann sie wirklich rausgeht. Ja. Was sagt denn eigentlich die Tide? Müssen wir ein bisschen gegen den Strom ankämpfen? Oder? Ich habe heute noch gar nicht raufgeguckt, was für einen Wasserstand wir haben. Im Moment sieht es aber relativ voll aus. Ja, Kann sein, dass wir bald Stauwasser haben. Also die Brücke da hinten am Fischmarkt ist auf jeden Fall relativ waagerecht. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass die Wanne voll ist. genau. Guck mal, da vorne kommt schon der Lotse rein, hier im Vorhafen. Ja. Auf jeden Fall. Naja. Ja, ich hatte also gehört, dass die offizielle Abfahrtszeit der Queen Mary 2 18 Uhr ist. Sie möchten aber
verkehrsbedingt, wenn der Verkehr es zulässt, gerne schon etwas eher raus. Das eher, ja. Das ist der Plan. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den Martin noch einsammeln. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wenn der Lotse jetzt erst zur Queen Mary geht. Genau, wir legen uns da jetzt gleich entspannt ran. Ja. Ich muss mir meine Rettungsweste anziehen und dann gleich festmachen. Oh ja, dann kannst du das Mikro wieder Tanja geben. Soll ich dich verstopseln? Halt mal bitte kurz die Kamera. Okay, hab ich? Tanja kann bis heute nicht selber das Mikrofon Nee, anlegen. mit meinen Fingern, ich drücke das immer aus. Also, das ist dann, und dann ist Katastrophe. Ja. Hier sind wir am Haddock-Anleger. Also hier dieses türkise Gebäude, da liegen die Guck ganzen mal, das U-Boot Haddock-Fähren. kannst du auch noch mal zeigen. Und daneben das russische U-Boot U434. Ein Museum, ein U-Boot-Museum. Hast du denn unsere anderen Gäste hier schon mal gezeigt, wie wir hier noch so und so an Bord Ja, haben? also wir hatten ja ein paar mehr Gäste eingeladen und Ja. das ganze Chaos haben es nicht alle geschafft. Aber wir haben hier Dennis von der Elbcam, René ist da, Kreativ Andi und Katja, genau. Katja. Super Fettnäpfchen. Super Fettnäpfchen. Ja, und ich muss sie nicht zeigen, ihr hört sie. Ja, Brigitte. Hier wollte ich übrigens auch immer sehr gerne hin, in dieses schöne Liberté. Ganz süßes kleines Restaurant. Da seht ihr die Bar. Das sind die mit den lustigen Öffnungszeiten. Genau, ne? da steht entweder wir sind da oder nicht, ne? so Genau. O-Ton. Ganz genau. Aber wie gesagt, drüben auf der anderen Seite sitzt ihr dann wirklich direkt am Anleger. Also Haben wir auch noch nicht ausprobiert. ich finde, das ist auch hier ein extrem schöner Anleger hier am Fischmarkt. Ja. Auch von der Lage. Da kann man wirklich sehr, sehr schön sitzen. Ja, wie sind die nochmal? Hast du den Spruch drauf, Brigitte? Ja, leider nicht. Nee, ne, ist doch immer, ist es offen, wenn wir da sind oder so? Ja, so ne? ungefähr. Ja. Manchmal machen wir früher auf, manchmal machen wir später auf. Aber wir sind da, wenn wir da sind. Genau. Mensch, hat Martin ja heute den besten Service, oder? Also wirklich. Ja, der kommt da gleich angetuckert. Der kommt gleich mit der Fähre vom nächsten Dockland. Fähre. Ich hoffe, er guckt das live, dann brauche ich ihn nämlich nicht mal anrufen. Ja. Yvonne ist seit 11 Monaten dabei. Yvonne, vielen, vielen Dank. Ich habe meinen Ton hier an. Ja, Brigitte ist immer anwesend. Nein. Aber fast, gefühlt schon. Und wenn man sie nicht sieht, dann hört man sie. Sie adoptiert. Ja, Gestern bin ich adoptiert worden von René. Nee, Ja. So zwischen der Reihen so. braucht er ein Kind für Ja. den Familienkreis? Ja. Vielen Dank auch nochmal für das ganze Feedback für den Stream gestern. Also gestern, ne? das war, glaube ich, einer, der in die Hamburg-Hafen-Live-Geschichte eingeht. wir waren auch ganz beseelt, als wir zu Hause waren. So eine tolle Fahrt und so eine nette Crew. Und ich glaube, die Unterhaltung Ja. alleine mit Schwester Hansen und ja, mit ihrem Heizerdiplom auf der Brücke, allein die Durchsage. Schwester Hansen, bitte einmal auf die Durchsage, Brücke. Ja, herrlich. Ich denke, dass sich einige von euch ganz gut unterhalten gefühlt haben. Ja, ist krass. Im Moment ist wirklich sehr viel los hier bei Hamburg Hafen Live. Ein Stream jagt den nächsten, aber man muss natürlich auch so ein bisschen das Wetter ausnutzen. Ja. Es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo das alles nicht so gut funktioniert. Ne? Hansi ist auch da. Hansi, ich danke dir. Moin. 2,49. Oh, der macht ganz gut Dankeschön. Welle, ne? So ein bisschen. Ja. Aber ich So, glaube wer ist denn alles so da im Chat, Mensch? Liebe Grüße an Nisi. Nilsi ist da, Keks ist da, unser Chipspotter Paul, der Kölner Kai ist auch da, Andreas Westphal, der Terminator, Antje ist da, Edelgard, Ela, Ute, Lutz aus W, auch schon seit 24 Monaten, Leon verschenkt eine Mitgliedschaft, auch da, Dirk Bütow, Bausi, guck mal, Torben ist auch da. Ach Tom, Ja, kaum haben wir Mein Schiff-Content, ist Torben wieder da. ja, Hallo Tom. Skolze ist auch da, unsere Maschine. Dann der Pitch 83, Twitch Inga. und Kirsten ist auch da. Kirsten ist auch da. Ja, Kirsten, ey, Kirsten auch. sorry, sie wollte ja eigentlich auch mitfahren. Und Ben ja auch. Und durch das Zeitenchaos hat das leider nicht geklappt. Also es tut mir echt in meiner Seele weh, aber wir sind irgendwo ja Sklave der Schiffsfahrpläne.
und ja, auf uns wartet halt keiner. Ja, Andrea ist auch da, natürlich, Andrea. Der Guru seit 13 Monaten auf Twitch. Danny aus Wasserburg, 2 Euro, Dankeschön. Basti verschenkt an den Löwenjack ein Sub und Merdiana 16 Monate auf der Reeperbahn. Dankeschön. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Gäste einfangen heute auf den Kreuzern. Ja. Ob da irgendwie jemand gerne noch mal ins Bild möchte. Also die Apfeltelefonwinker haben wir ja. Genau, also die Mein Schiff geht ja nach New York. Genau. Also wirklich große Reise, große Fahrt und unsere Apfeltelefonwinker sind an Bord. Die waren erst ganz enttäuscht, weil das irgendwie durch das Zeiten hin und her, ja, gab es mal kurzzeitig die Ansage, dass wir es vielleicht nicht schaffen, aber irgendwie kriegen wir es dann doch immer hin. So. Wo kommt denn Madin? Da müsste er doch kommen jetzt, ne? Ich denke mal mit der. Mit der Fähre, ja, es muss irgendwie mit, nee, wahrscheinlich ist der, guck mal hier, die Hapag-Lloyd-Fähre durchs Fenster. Meinst du, er hat das gesehen, dass wir hier sind? Bestimmt, ne? Oder soll ich ihn noch mal anrufen? Ja, der wird uns ja wohl finden, oder? Oder soll ich noch mal rumgehen? Aber dann ist mein Mikro. Du, wir können auch zusammen rumgehen. Ja, komm. Ja. Wir gucken mal, ne? Wir suchen mal Martin. Gucken, aber kommt hier der Martin. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, er ist auch da drauf, aber müsste er ja, ne? Vom Zeittiming her würde ich sagen, müsste das passen. Da ist er. Da kommt er, der Martin. Mensch, hat der einen Service heute. Also hier umsteigen von der Fähre auf die Barkasse. Martin! Da ist er. Das ist ein Service hier. Ja, Super Service, oder? Super, vielen Dank. Also, das finde ich aber auch. Martin, also besser Moin, geht's ja vielen heute Dank. nicht, ne? Von der Arbeit direkt auf die Fähre und direkt auf die Barkasse. So, Ja, jetzt könnt ihr auch die schöne Barkasse noch mal von außen sehen. der blinde Passagier ist da. Oh, guck mal. Ist die Barkasse zu klein für die große Flagge? Also ja, der Mast ist zu klein. Ah, guck mal. Aber vorne Leon hat beflaggt. die Fahrt ist auf jeden Fall. Hammer. Richtig gut. Oh, da freue ich mich aber. Ja, die Helga, ne? Frisch umgebaut. Ich kann sie euch hier noch mal von vorne zeigen. Ich finde ja gerade dieses Grün dann mit so ein bisschen rotem Akzentstreifen sehr schön klassisch. Guck mal, Leon Barkassen. hat aufgeflaggt hier. Ja. Herrlich. Sehr cool. Guck mal hier, ganz interessant. Das hier ist noch das alte Schiff. Und hier siehst du auch noch das alte Schiff mit den Nieten. Ja, Und das hier außen ist schon, die Waldschiene, das ist schon das ist neue neu. Schiff, sagen wir so. Dass das so geht, ne? Von wann ist die? Baujahr? Oh! Das ist mich jetzt ins kalte Wasser. 1927, 1915, so um den Dreh. Also so Ja, 100 Jahre plus minus 5. Genau, ja. Das reicht uns als Sehr schönes Größenangabe. Schiffchen. So, Also Martin ist da, wir können eigentlich gleich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir mal einmal so zur Queen Mary mal vorbeifahren, vielleicht mal gucken. oder? Ja. Ja. Wir haben übrigens noch Aufwärmen. Gleich ist Hochwasser. Okay. Aber es ist ja ganz gut, wenn wir Richtung zurückfahren zu der Mein Schiff, wenn wir dann, ach nee, dann haben wir ja Ebbe irgendwann. Dann fahren wir ja wieder gegen den Strom. Dann fahren wir wieder, genau. Naja, wir können es eh nicht ändern. Wir können es nicht ändern, das stimmt. Ja. Ach, hast du ja auch Fotos gemacht? Von 1921. 21, jetzt haben wir es. Wollen wir drin auch noch mal ein bisschen zeigen? Wollen wir mal reingehen? Ja, klar. Guck mal hier. Ist doch richtig schön.
Vor allem, wenn das Verdeck dann auf ist. Ne? Hast du ja richtig... Hätte man heute fast aufmachen können. Wollen wir einmal vorne Ja. auf die Brücke gucken? Jo, Guck mal hier. auf die Brücke. Ja. Das ist Andis Rucksack. Den hat er schon schön dekoriert mit unseren neuen Schlüsselanhängern. So. Ja, Claudia hat heute frei. Ja. Wer fährt uns denn heute? Der gute Daniel. Der gute Daniel. Moin Daniel. Ich habe ja schon gehört, du hast das Schiff die ganze Zeit begleitet, ne? Ja. So, Also auch komplett. Umbau, also ne? Von alter Barkasse zum Umbau, zum so wie es jetzt gerade ist. Ja. dann kennst du jetzt ja quasi jede Schraube persönlich, ne? Das wäre schön. Sag mal, das Führerhaus, das kann man irgendwie so Cabrio-mäßig aufmachen, Genau. oder? Genau, das haben wir ja auch relativ neu. Also ist auch ein neues Schiff, das kann man komplett einmal runterklappen. Damit wir halt auch unter den ganzen Rücken halt in der Speicherplatte. Ich halte nur das Mikro mal in deine Richtung. Ja, okay. Ja, nee. Genau, kann ich gleich mal gerne machen, sobald wir hier abgelegt haben. Okay. Brauchen wir noch einen kleinen Moment. Ja. Dann zeig ich's mal. Das ist ja schon ein bisschen cool. Hatte sie das vorher auch oder habt ihr das jetzt einbauen lassen? Nee, vorher hatte die ein komplett normales, also was man halt eben nicht einsammeln konnte. Und das haben wir jetzt extra so umbauen lassen. Damit wirklich, ne? Ist da Platz? Passe ich da noch mit drauf? Ja. Kannst gerne mit hochmachen. Da muss der Dicke hier einmal sich durchquetschen. Wow. Cabrio-Barkasse. Ein ganz anderes Feeling auf dem Wasser. Ja, das ist ja richtig cool. Jetzt wird jeder aus dem östlichen Niederhafen in die Norderelbe abgelassen. Ja, komm mal rauf. So, kurz den Verkehr durchlassen. Was macht die Barkasse so maximal Geschwindigkeit? Also wir haben die jetzt gedrosselt auf 10 Knoten, ne? Ah. Wegen der Maximalgeschwindigkeit hier im Hafen. Okay. Und ja, mehr braucht die gar nicht. Aber dann hast du immer noch so ein bisschen Reserve, wenn du gegen den Strom Ja. fährst, ne? Ja, ja, klar. Also auch falls ne, irgendwas jetzt kommt, ein großes Schiff oder so um Ja. die Ecke rum, habe ich immer noch eine kleine gute Reserve, um nochmal schnell abhauen zu können. Ja, und man sieht hier, also einiges natürlich auch echt noch oldschool. Vieles. Einige Schalter. Und vor allem auch richtig schön das alte Steuerrad. Das Ja. ist wahrscheinlich noch original, oder? Das ist noch original, genau. Ja. Was haben wir geplant? Jetzt einmal so ein bisschen gucken, was die Queen Mary macht, oder? Ja, genau. Also einmal jetzt zu Queen Mary, mal gucken, wie weit die sind. Und dann begleiten Ja. wir die, würde ich sagen. Super. Also, ich sag mal so, ist jetzt nicht der schlechteste Arbeitsplatz. Auf gar keinen Fall. Er ist Ja. einer der besten, den ich je hatte. Also wirklich, vor allem jetzt hier mit dem Dach, was man so aufklappen kann. Ja. Ist natürlich auch praktisch wegen der Brücken, aber ich meine, ne, so einen schönen Sonnenuntergang, Dach auf. Hat was. Okay, Daniel, vielen Dank, dass du uns heute fährst. Ja, lieben gern. So, jetzt muss ich erstmal unfallfrei hier wieder runter. Da hast du wieder ein Mikro. Ja, hab ich. Und
und schunkeln, ganz genau. Wir haben ja bestes Licht hier jetzt auf dem Fürst. So schönes Wetter. Ein Träumchen. So. Ein bisschen Beifang haben wir auch dabei. Ja. Reinhold, danke, 23 Monate. Magaroni, 5 Monate auf Twitch. Mike schon wieder mit 2,49. Andreas, 19 Monate. Mit besten Grüßen aus dem Rheinland. Der Brandmeister, 3 Monate bei Twitch. Ralf ist seit 2 Monaten dabei. Und er sagt, ChatGPT sagte 1921. Ja. Dann haben wir Yves mit 5 Euro. Yves, danke. Und Walter, 7 Monate dabei. Ja, das Schöne an diesen Barkassen finde ich immer, also ich finde, so ein bisschen hatte man das Feeling auch auf der Charhörn, dass man so nah am Wasser ist. Aber das ist hier natürlich noch extremer. Ja, also man ist hier wirklich so nah am Wasser. Vor allen Dingen auch hier mit diesem, dass es ja alles offen ist, das Ja. ist so schön, ne? Und da sehen wir auch schon die Queen Mary 2. Hier fahren wir gerade einmal an Blom und Voss vorbei. Mit der Luna, die ja quasi hier schon zum Inventar gehört. Immer wieder schön, oder? Ja, ich finde auch von hier so dieses, wenn man so schräg guckt, dieses Panorama von Hamburg. Ne? Ich mag das ja von dieser Seite. Auch da noch den alten Kaispeicher. Ja, hier sieht man auch sehr gut die Rauchwolke da hinten von dem Brand auf der Veddel. Also da ist wohl gerade richtig Attacke. Ich sehe im Chat, unterhaltet ihr euch da auch munter drüber. Ich habe keine Infos, also ich kann euch keine Informationen jetzt dazu geben, was da los ist. Da müssen wir einfach mal abwarten, bis es ein bisschen was Offizielles gibt. Montafon, ich danke dir für 3 Euro. Und Norbert, eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Und Remo hat uns noch eine Info hier geschickt. Die Caro fragte, sie ist nächste Woche in Hamburg, ob denn auch Hunde mit auf die Barkasse bei ihr das dürfen. Ja, das dürfen sie. Der Hund sollte natürlich seefest sein, das Geschaukel abkönnen. Der Rauch zieht auf jeden Fall nicht rüber zum Terminal. Das ist schon mal ganz gut. Also ich glaube, die Gäste auf der Mein Schiff bekommen nicht so wahnsinnig viel davon ab. Ach guck mal, Dominik ist auch da. Unser Schiffsfahrer. Ja. Moin Dominik. Guck mal, der hatte ja anscheinend schon Frühstück. Der hat sie heute Morgen schon gesehen, als sie reinkam. Der war sehr früh unterwegs, mein Junge. Achso, Joachim hatte gefragt, ob in einer Seemannsmission Hunde erlaubt sind. Hattest du nicht eben Barkasse gesagt? Ja, aber das war auch eine Frage. War eine andere Phase. Und Joachim hatte Hunde, gefragt, genau, Hunde dürfen auch in die Seemannsmission. Fiete hat ja selber einen Hund. Genau. Da steht sie, die alte Lady Queen Mary 2. Also Ist ihr, jetzt 21 Jahre alt. ihr könnt mich sonst auch mal über per Mail anschreiben. Ich habe mal sowas Kleines zusammengestellt für Hunde, so ein paar kleine Infos für Hundebesitzer für Hamburg. Vielleicht bringt euch das auch noch ein bisschen weiter. Und hinten auf dem Achterdeck
glühen schon wieder die Kameras. Die Venus ist auch noch da, die haben wir auch vor ein paar Tagen rein begleitet. Das letzte Mal, als wir in die Richtung gefahren sind, haben wir dich abgeholt hier, ne? Stimmt, das letzte Mal, als ich hier Ja. war, bin ich von der Kreuzfahrt zurückgekommen. Ja, die Queen Mary 2, also wenn ich richtig informiert bin, der letzte Transatlantic Ocean Liner, macht auch Kreuzfahrten, aber gilt nicht wirklich klassisch als Kreuzfahrtschiff, wurde auch wirklich gebaut, um den Atlantik zu überqueren, hat halt diverse Verstärkungen am Rumpf, hat auch zum Beispiel vorne am Bug einige, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Art Wellenbrecher, Windschilde, also um einfach die Wellen, die über das Schiff schlagen, dann nochmal umzuleiten. Eine Besonderheit auch, die Rettungsboote, die hängen höher als bei normalen Kreuzfahrtschiffen. Es gibt eine Vorschrift, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Meteranzahl. Es gibt eine Vorschrift, wie hoch Rettungsboote auf Kreuzfahrtschiffen maximal hängen dürfen. Und die Queen Mary 2 hat eine Sondergenehmigung bekommen, durfte die Rettungsboote höher hängen, damit sie quasi über den, ich sag mal in Anführungszeichen, Monsterwellen Sind das die hängt. Linesmen? Da sind die Linesmen, die warten auch schon darauf, dass es losgeht. Moin Leute! Wow, Leute, was ist denn das für eine Perspektive hier? Oh, wie cool. Wie cool ist das denn bitte? Ja. Also ich glaube, hier drunter war ich auch noch nicht. Nee. Und die Fotografen, du, die eskalieren hier. Oh, da wollen wir mal schnell ein Foto machen. Haben wir denn auch Zuschauer hier auf der Queen Mary? Also auf mein Schiff weiß ich, aber Queen Mary? Pandadinja, nein, das ist jetzt keine normale Fahrt, wobei sie ist eigentlich schon normal, denn wenn ihr jetzt Hafenrundfahrten macht, dann fahren die Barkassen auch dicht an die Schiffe ran, zeigen euch das alles. Aber wir haben ja eine ganz gute Connection und Partnerschaft Cool da oben. zu ELAS und ja, bei solchen besonderen Tagen, so zum Beispiel Queen Mary oder so, dann ermöglichen die uns auch mal, dass wir die Barkasse zum Streamen bekommen und dann sind auch keine zahlenden Gäste an Bord. Guck mal, wir haben doch da Winkies. Überall. Ja. Wunderbar. Überall winken Gäste. Gute Reise! Wo fährt die denn heute eigentlich? Ich habe schon wieder nichts mitgekriegt. Ich glaube, die geht jetzt nach Southampton. Kann das sein, dass die in Norwegen war? Ich glaube, die hat so eine kleine Norwegen-Kreuzfahrt gemacht und geht jetzt Richtung Southampton, ihren Heimathafen. Brigitte hat die Brücke geentert. Die Cabrio-Brücke. Ja. Sehr gut. Katerline schreibt, ich winke euch mal. Warst du eben auf der... Oder Oder da stehst du oben. da vielleicht? Bist du Also das? da winkt jemand. Juhu! Gute Reise! Auch wie cool. Ja, das macht ja so richtig Spaß, wenn man jetzt auch wirklich tatsächlich mal Zuschauer hat, ne? Also das ist aber auch so beeindruckend. Dieser Rumpf, ne, dieser große, massive, schwarze Rumpf.
ich finde, dem sieht man auch an, dass er irgendwie so eine Transatlantiküberquerung aushalten kann. Sie winkt immer noch kräftig. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, das so dicht zu sehen? Guck mal, wir haben sogar einen kleinen Flusskreuzer. Ja, guck mal, die Viva Ruby. Aber von vorne ist sie auch schick, ne? Ich finde die von allen Seiten schick. Also für mich ist das schönste Kreuzfahrtschiff, wenn wir sie einfach mal, wenn wir sie mal einfach mit zu den Kreuzfahrtschiffen zählen. Was ja eigentlich nicht so ganz richtig ist, aber oder sagen wir Passagierschiffe. Aber die liegen hier auch ganz lauschig, ne? Boah, was sind das schon wieder für tolle Bilder? Ach, Malte ist auch da. Moin Malte. Moin. Walter, seit 7 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Dankeschön. Norbert verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Daniel 3 Monate. Detlef schickt nochmal 2 Euro aus dem Harz. Dankeschön. Die beiden aus Molde. Ja, da kann ich das in etwa zuordnen. Da im Hintergrund liegt übrigens der Enak. Riesiger Schwimmkran. Lars Bach bezahlt die Kiezmische. Dankeschön. Dankeschön. 2,49. Und Joachim Bettenhausen 2 Euro. Dankeschön. Malte, ich wünsche dir gleich einen schönen Feierabend. Hast du heute auch schon genug getan, ne? Nochmal ganz kurz an Leon. Ja. Also wir machen zwar heute hier eine exklusive Fahrt, aber im Grunde genommen ist das auch das, was man bei einer Hafenrundfahrt. Ja, genau. Also ihr fahrt halt auch schon dicht an die Schiffe ran und dreht da ein paar Kreise, ne, dass die Gäste dann halt auch mal das Ganze aus der Nähe angucken können. Auf jeden Fall, wir passen die Hafenrundfahrt immer so an, dass es passt, ne? Und zu den großen Schiffen hin. Wenn die Queen Mary 2 im Hafen ist, fährt man da natürlich auf jeder Rundfahrt hin. Ja. Ne? Dann fahren wir auch vorne zum Bug hin, hier am Heck. Genau. Aber die hat echt einen schönen Bug, ne? Ja, das stimmt. Vor allem, weil der so ausladend nach vorne über die Barkasse dann auch steht. Ich mag die auch sehr gerne, ja. Ja. So. Ja, Schimmel schreibt auch allein der Himmel. Ja, also wettermäßig sieht das nicht so schlecht aus heute. Nee, perfekt, ne? Ja, wir warten jetzt im Prinzip, ob sie wirklich 17:30 rausgeht, wo der Lotse bestellt war, oder ob die noch ein bisschen warten. Also Info war, dass sie wohl nach Möglichkeit relativ pünktlich gerne raus möchte. Ja. Ist halt immer so ein bisschen vom Verkehr abhängig. Boah, hier kann man es echt aushalten jetzt, ne? Ey, so schöne Schiffe, schön auf der Elbe. Tucker, tucker, herrlich. Ja, sehr schönes Schiff. Kommen wir zur Helga, wenn das kurz passt. Ja, Ja, klar. 1921, wie ich gesagt hatte. Und die wurde... Warte mal, wir nehmen nochmal das Mikro. So, zur Helga. Genau. Die wurde besonders in Bergedorf gebaut, bei den Jastram-Werken. Und dann in der Werft à la Möhe zu Wasser gelassen. Also sehr interessant. Damals noch als Hans Hermann unterwegs gewesen. Aber schon immer als Fahrgastbarkasse? Als Barkasse, genau. Genau. Immer schon als Barkasse mit Leuten. Ich habe hier so ein Bild. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf dem Handy. Guck mal, da meistens hat man ein bisschen Probleme mit Spiegelung. Damals noch die Hans Oh, es Hermann geht. hieß sie. Genau, und dann war sie noch ganz offen vorne. War vorne nur hier vorne der Aufbau. Konnte man auch schon das Ruderhaus per Hand klappen.
Genau, damals war sie noch deutlich kleiner, jetzt ist sie ja deutlich größer. Heutzutage passen jetzt hier so 50 bis 60 Leute in den Raum rauf. Genau, also entweder bei der Rundfahrt oder wenn man die mal mieten möchte. Aber da stand irgendwas von 100 Personen. Das ist nur die Das ist zugelassene. die Zulassung, haben wir auf 100 Personen. Fahrt ihr aber nicht wirklich mit. Wir hatten, glaube ich, mal 90 Leute hier bei gutem Wetter drauf. Das ist dann schon muckelig. Das ist schon, genau. Ja, hier sieht man das auch, dass die Rettungsboote also wirklich verhältnismäßig hoch hängen an der Queen Mary 2. Ich glaube, verbessert mich da gerne, ich meine 28 Meter hätte ich gelesen. Und kann es sein, dass die eigentliche vorschriftsmäßige Höhe maximal 15 bis 18 Meter ist? Also wenn sich da jemand auskennt oder das nochmal nachschlagen möchte, schreibt das gerne in den Chat. Der Chat weiß es. Auf Der jeden Chat Fall. weiß alles. Guck mal, vorne kommt jetzt die Hiltrud. Also du siehst, wir fahren wirklich bei der Rundfahrt auch ganz normal an der Queen Mary vorbei, wenn sie da ist. Ich glaube, ein Festmacherauto ist gerade nach hinten gefahren, ne? Ja, Oben standen da ja auf jeden zwei. Fall steht da nur noch eins. Die ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass es gleich losgeht. würde ich sagen. Ja, man sieht auch hier an der Seite, da wo auch das QNAT-Logo ist, dass da der Rumpf ziemlich weit hochgezogen ist, um entsprechend dann auch Wellen umzuleiten, abzuleiten und die Kabinen, die dahinter liegen, dann entsprechend zu schützen. So, und jetzt ein schönes Horn und dann ablegen. Das wär's doch. Ja, ich finde, sie dürfte heute auch mal gerne wieder ein bisschen hornen. Die Queen Mary ist ja auch nicht immer ganz so hornfreudig. Soll ich dir das Mikro wieder anstecken? Lange? Ja. Wir sind nur live, ne? Ich war vorher auch nicht live. Ach so, du hast nur gemacht. Ich habe so Bilder gemacht. Guck mal, Vielmann ist auch da mit einem neuen Prime Sub. Brauchst du noch eine Brille? Ja, immer. Weißt du doch. Marc Fischer, 15 Monate. Ich danke dir. Die Caro, 3 Monate auf Twitch. Auch an dich ein Dankeschön. Peter Lange, 20 Monate. Hochzeitstag, Schahören, alles gut. Ja, Peter, war eine schöne Fahrt gestern, oder? Sehr schön war die. Ich glaube, Passend zum Hochzeitstag. Ich glaube, da habt ihr doch echt einen schönen Hochzeitstag gehabt. Serien ist auch wieder da. Serien, Dankeschön. Dankeschön. 5 Subs und Annette Wasner. Haut das Spaghetti-Eis raus. Danke. Ich glaube, wir werden auch verfolgt von Elas. Kann das Ja. sein? Und wenn man hier rauskommt aus dem Kaiser-Wilhelm-Hafen, dann ist hier gegenüber dann der Tollerort. Und da haben wir ja letztens dann auch gesehen, wie hier, das war gar nicht die Venus, das war noch ein anderes Schiff, was hier angelegt hatte. Aber hier, wo jetzt die Venus liegt, da ist ein Liegeplatz, wo normalerweise auch die 400 Meter Containerschiffe hinpassen. Wollen wir kurz zwischendurch ein paar Containerschiffe gucken? Ja, also wenn wir Zeit haben, können wir gerne hier eine kleine, einmal am Tollerort entlang. Genau. Ja, können wir Das ist gerne super. machen. Weil die Queen Mary lässt, glaube ich, noch ein bisschen. Also Leinen sind noch fest, Die sind noch ne? alle fest. Ja. Ja. Die Festmacher sind noch nicht ausgestiegen, das sieht noch so aus. Ja. Und wenn die Festmacher nicht ausgestiegen sind, dann passiert hier gar nichts Dann im passiert da Hafen. gar nichts, Nee. genau. Da kannst du mal von ausgehen. Die Venus auch mit einer sehr schönen Patina, wie ich finde. CSCL ist 2016, glaube ich,
mit Costco Shipping zusammengegangen. Seitdem läuft das alles unter Costco. Man sieht es ja auch an der Seite, steht Costco Shipping drauf. Aber hier der Name ist CSCL Venus, der wurde beibehalten. Oh, Auch ganz viel Farbe. Oder willst du mal vorne? die braucht keine. Nee, die dreht ja mit dem Heck. Ah, so. Jetzt Okay. sehen wir hier richtig schön den Wulfsbug. Da möchte Schwester Hansen in ihrem Meerjungfrauenkostüm drauf tanzen. Nein, sie möchte drauf sitzen und nur die Flosse runterhängen lassen. Mach mal eine Foto. Also genug Fotografen hätten wir ja an Bord, aber leider keine Schwester Hansen. Ja, ich bin jetzt dafür, dass Paddy jetzt da vorne auf den Bug geht. Ja. Oder? Ja, ich stimme dir zu. Hier ist halt auf der Skala ist auch Captain André. Der hat letztens ein Foto gepostet, wo er da saß. War so toll. Und deine ganzen Kühen. Aussehen war das auch. Da an der Seite ist noch ein, ja, ein Bunkerschiff ist es nicht. Ich glaube, das ist so ein Schiff, die alte Flüssigkeiten abpumpen. Ein Entsorgungsschiff. Guck mal, da geht doch gerade irgendwas runter. Siehst du das? Da geht da irgendwie eine Leine runter. Das sieht man von hier nicht, ne? Aber guck mal, von hier sieht die Queen Mary aber auch toll aus. Ja, auch von der Seite. Okay, Ne? okay, mit dem Rauch jetzt vielleicht nicht das schönste Bild. Gerade das Licht. Nein, die ist nicht verrostet, die hat einfach nur Patina und kann Geschichten erzählen, ihr Lieben. Laura, ich danke dir für 4 Monate. Dankeschön. Und Manja, danke für die 100 Bits. Guck mal, das ist die Borkum. Der Rost? Also ich finde, so eine Hafenrundfahrt kann man gar nicht oft genug machen. Nee. Also wer sagt, dass ihm da irgendwann bei langweilig wird, Naja, es gibt ja auch jeden Tag im Hafen wieder was Neues zu entdecken, weil nie ist der Hafen so wie ein Tag vorher. Da pfeift jemand. Und guck mal, der zieht da wieder was hoch. guck mal, Brigitte hat das gleich gemerkt und gesagt, da pfeift einer. Das ist wahrscheinlich das Essen. Nee, die haben wir nur gekauft. Toll aus, ne? Hab ich gesehen an der Kasse hier. Die hat was. So gucke ich dir, wie passt es an. Jetzt haben wir doch wieder Glück mit dem Wetter, ne? Also morgen soll ja in Hamburg auch noch ein richtig schöner Tag. Guck mal, was da liegt, ganz viele Propeller. Jo. Tanja hat wieder gut aufgepasst. Oh, wie schick. Andi. Guck mal schnell, ganz viele Propeller. Ja, und die werden ja auch dann meistens von den Schwimmkränen hier verladen, deshalb liegen die auch hier. Werden die hier hergestellt oder kommen die hier an? Nee, die kommen hier an. Aber gibt es nicht in... Alles voll.
Gibt es nicht in Mecklenburg irgendwo so eine Schiffspropellerfabrik? Ich meine, ich hätte da bei Britta's Hafen-Podcast eine Folge gehört. Also ich finde diese Seite ist auch echt ein richtig schöner Blick. Ne? Schön, ne? Ja, hier hinten kommt man ja auch viel zu selten hin. Sari schreibt Mecklenburger Metallguss. Jessica möchte klugscheißern und sagt, die Mehrzahl von Kran ist tatsächlich Krane, nicht Kräne. Jessica, ich muss zurück klugscheißern. Wir haben das nämlich schon ganz oft erörtert und in der Tat funktioniert beides. Allerdings, wenn man sich als Fachmann outen möchte, dann benutzt man eher Krane. Aber beides ist wohl rechtschreibtechnisch richtig. Und ich kann mich, Krane geht mir einfach nicht so leicht über die Lippen. Katzenfreundin, ja klar kommen wir zur Queen Mary. Guck mal, die ist da. Wir haben nur noch mal eine extra Runde gedreht, weil die noch nicht abgelegt hat. Deshalb haben wir euch noch mal ein paar Containerschiffe gezeigt. Aber wir sind ja in erster Linie hier, um das Auslaufen der Queen Mary 2 zu begleiten. Und wenn die rausgefahren ist, dann wollen wir zur Mein Schiff 1 rüberfahren. Beatrix möchte wissen, ob wir bei den Cruise Days da sind. Beatrix, ich habe sogar heute schon die Streams dafür erstellt. Also wir sind Freitag und Samstag da und die Streams gibt es schon. Die könnt ihr euch schon vormerken. Könnt ihr euch schon eine Benachrichtigung für einrichten, wenn ihr möchtet. Guck mal, da liegt auch die Anina. Die haben wir ja auch oft hier. Genau, die liegt da vor der Venus. Dann schauen wir gleich mal ums Eck, ob sich da was tut bei den Leinen. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt sehen wir hier den schönen Turm. Das wäre auch ein sehr schöner Standort für Streams, aber leider ist das hier HPA-Gelände. Also ich finde den Turm auch ganz süß, den könnte man sich schön zurecht machen. Braucht nicht viel Platz. Oh, ich denke, unten drin könnte man schon Ja, ne? 2 Etagen, oben Balkon. Guck mal, einen Anbau haben die auch noch da, einen Container. Ist doch super. Ja. Ah, guck mal hier mit dem Fahrrad, irgendein Fotograf. Also wenn man da mit dem Fahrrad hinfährt, dann geht das schon mal. Aber ansonsten, das ist tatsächlich HPA-Gelände. So, und gleich kommen wir hier ums Eck. Genau, hatte ich erwähnt, dass eben auf dem Bild, was ich gezeigt Du habe, musst nah ran ans Mikro. da ist meine Mutter drauf gefahren, die Birgit. Ah, Genau, damals, die Hans Hermann, die ist hier immer gefahren. Ach, wie Genau. cool. Ja, die Queen Mary könnte jetzt mal so langsam loslegen. Ja, ich finde auch. Da sind immer noch alle Leinen dran. Nicht, dass die Mein Schiff gleich noch überholt. Ja, wenn wir sehen, dass sie ablegt, dann fahren wir Dann fahren wir zurück, ja. genau. Eigentlich wollte ich das ja filmen, wenn die in der Hafen City ablegt.
Hier ist nochmal die Frage, Leon, was kostet eine Hafenrundfahrt und wie lange dauert sie? So, was habt ihr die ganzen verschiedenen Möglichkeiten? Also die einstündige Hafenrundfahrt, die geht von 10 bis 18 Uhr alle halbe Stunde los. Geht eine Stunde, die einstündige Hafenrundfahrt. Kostet 25 €. Ermäßigt kostet sie 23. Mit Hamburg-Card sind wir bei 20 € für die Erwachsenen. Oder in der Familie, da zahlen die Erwachsenen auch 20. Und Kinder zwischen 4 und 18 Jahren zahlen 10 € pro Person. Genau, zweistündige Touren haben wir auch. Entweder die Superhafenrundfahrt, 2-Stunden-Tour zu den ganzen Containerschiffen, runter nach Övelgönne, zu den ganzen anderen Containerterminals noch haben, unter der Köbrandbrücke durch nach Altenwerda. Genau, diese 2-Stunden-Tour, die kostet dann 36 €. Und mit Hamburg-Card oder in der Familie sind wir dann wieder bei 28,50 € und die Kinder dann bei 16,50 €. Genau. Und die Fleetfahrt macht geht auch 2 Stunden. Genau. Und der gleiche Preis wie bei der Superhafenrundfahrt. Also auch 36 €. Und so Sonderfahrten zu besonderen Anlässen macht ihr auch immer, ne? Die machen wir auch, genau. Macht ihr auch Cruise Days? Genau, zu den Cruise Days haben wir am cool. Samstag. Sind wir Mitglied der Parade. Ach, ihr fahrt mit? Das hattest du erzählt, man muss das richtig anmelden, ne? Dass man da mitfahren darf bei der Parade. Wir sind offizielles Paradeschiff, sind neben der MSC. Also ihr kriegt richtig auch eine Position hinten, zugewiesen. Steuerbord Achtern haben Aber wir. Steuerbord ist gut, da sehen wir euch. Ja, wie cool. Ja? Ja. Ja. Wo steht ihr? Wir stehen Das- wieder beim Deutschen Wetterdienst oben auf der Dachterrasse. Ja, aber dann. Und gibt es noch Karten? Ja, Karten haben wir noch. Also Leute, ne, wenn ihr noch nichts Genau. vorhabt, Cruise Days, hier schön bei Elas mitfahren, erste Reihe zum Mitschießen. Wir fahren 20 bis 23 Uhr. Geht die Tour 3 Stunden. Oh, wie Genau. cool. Ja, man ist richtig mit anmelden, Vertrag schließen. Ah. Genau. Dann kriegt man so eine Flagge, dass man offizielles Parademitglied ist. Und genau. Cool. Ja. Es ist eine schöne Fahrt mit Feuerwerk und man sieht die ganzen Kreuzfahrtschiffe. Ja, also wenn ihr noch nichts vorhabt, ne, finde ich, ist doch eine Ich bin schöne jetzt fast Fahrt. gerade am Überlegen, ob es nicht schöner wäre, von der Barkasse die Parade zu streamen, als vom Dach oben. Aber fürs Feuerwerk ist, glaube ich, oben vom Dach schon ganz schön. Wir brauchen 2 Kameras. Man ist halt sonst sehr tief natürlich auf der Barkasse. Wir können da noch mal schnacken, dass wir eine Kamera. Meinst du noch eine zweite Kamera auf die Barkasse? Ich weiß immer nicht, wie das mit den rechtlichen Dingen ist, ob man das übertragen. Aber wenn du das Natürlich darf man das. Ja. Also wir haben auf jeden Fall von den Cruise Days die Drehgenehmigung für den Blueport bekommen. Ja, okay. Dann geht das, genau. Ja. Ja, falls ihr mit wollt auf die Begleitfahrt am Samstagabend. Tickets gibt's online auf unserer Webseite bei Barkassen Elas. Genau. Also die Apfeltelefonwinker haben eben gesagt, von der Mein Schiff gibt es auch noch nichts Neues. Okay, sehr gut. Die wollte 18 Uhr, ne? Ja. Also unsere Mods sind hier schon ganz fleißig, aber ich habe jetzt auch noch mal eine Bitte. Ich Ja. kann natürlich verstehen, dass euch alle dieser Brand da hinten interessiert. Uns interessiert das natürlich auch, aber wir haben da keine Informationen, also auch nicht mehr als das, was ihr irgendwo in den Medien lesen könnt. Und ich hätte einfach mal die Bitte, dass ihr mal das Thema Brand im Chat ein bisschen reduziert, weil ich finde das immer so ein bisschen anstrengend, wenn ja gerade so eine, also es ist dann immer so Bild-Zeitungsniveau, ne? Alle sind auf die Sensation, ne? Oh, es brennt, es brennt. Das ist so ein bisschen wie Unfall gucken, ne? Also es erinnert mich dann immer an die Leute, die auf der Autobahn anhalten, um ein Foto vom Unfall Genau. zu machen. Von daher einfach mal die Bitte reduzieren. Und bitte überlegt auch noch mal, was ihr in den Chat schreibt. Ne? Also es wäre wirklich sehr nett, da auch mal ein bisschen die Kontenance zu bewahren. So zu lesen, irgendwie Paddy, dein Haus brennt, finde ich jetzt nicht so witzig. Also es hat auch nichts mit lustig zu tun. Ich finde, Ganz genau. Überlegt doch bitte einmal, bevor ihr schreibt. Danke. Und ansonsten gibt es halt
Immer noch Kirstens stille Treppe. Ja, war das die Queen Mary? Bevor, Queen Mary 2, ja. aber bevor sie die Leinen losmacht? Ja. Guck mal, Einmal ein Signal gegeben. hier kommt noch mal die hübsche Borkum. Oder wird seit neuestem ein Horn gegeben als Zeichen dafür, dass sie die Leinen losmachen? Das wäre cool. Noch ein Horn extra. Aber ich sehe auch die Festmacher da nicht rumlaufen. Aber wir haben ja die Apfeltelefonwinker auch immer noch Ja, die informieren uns. als Warnung, als Warnmelder. Wenn es losgeht, dann können wir ja auch umdrehen. Ja, wir fahren jetzt noch mal direkt drauf zu. So, hier schreibt gerade jemand, mein Schiff 1, 19 Uhr. Wenn ihr sowas reinschreibt, bitte immer die Quelle dabei, damit wir dann auch wissen, ob das glaubwürdig ist. Denn wir haben leider auch sehr viele Leute, die im Chat immer irgendwelchen Quatsch mit Abfahrtszeiten schreiben. Also wenn ihr irgendwie auf dem Schiff seid oder so und das dann vertrauenswürdig ist, schreibt das dabei. Ansonsten, ja, wissen wir halt nicht, ob das stimmt, was ihr da schreibt. Ja, da tut sich aber noch nichts. Festmacher sitzen immer noch im Auto. Ich sehe schon, nachher sind wir wieder bei der ursprünglichen Auslaufzeit, beide Schiffe 19 Uhr. Dorothee, danke für die Info. Cruise Mapper 19 Uhr, aber Cruise Mapper ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber lieber zu früh als zu spät. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt vorhin auch hier nochmal die Frage gelesen, ob es sich auch lohnt, spontan noch zu den Cruise Days zu kommen. Auf jeden Fall. Also klar, Übernachtungspreise, Hotels, müsste man mal gucken, ob man da vielleicht noch irgendwie was Günstiges bekommt. Aber also ich denke, wer Kreuzfahrtschiffe mag oder sich das mal wirklich vor Ort angucken möchte, bestimmt eine schöne Geschichte. Also, ich habe jetzt hier die Info bekommen, Queen Mary 18:15 Uhr. 18:15 Uhr? Ja, es fehlten noch 50 Passagiere. Also, was heißt fehlten? Die mussten noch an Bord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle fehlen, aber wahrscheinlich müssen die einchecken und so weiter. Ist die Frage, ob wir dann doch gleich zur Mein Schiff fahren
Oder ob sich da auch was verschiebt. Ja, wäre nicht schlecht. Ist ein bisschen Zockerei, ne? Ja, aber Zockerei, so. Ja. Aber wie ist das eventuell mit den Apfeltelefonwinkern? Ja, Haben die da irgendwie eine- informieren uns. Also ich denke mal, wenn die Apfeltelefonwinker uns schreiben, dass die Leinen losgehen, das war ja mein Schiff, dann würden wir rüberfahren. Ja. Sag Bescheid, dann fahren Genau. wir rüber. Wie du möchtest, sage ich Bescheid vorne. Ja, ich sehe schon, Kirsten ist jetzt auch ganz traurig, dass es später alles losgeht. Die hätte auch gerne noch, wäre auch gerne noch mitgekommen. Claudia auch. Also da stehen zumindest schon mal Festmacher an der Leine. Aber ich weiß, die Zuschauer finden das ja alles gar nicht so schlimm. Den kann der Stream ja immer gar nicht lange genug sein. Ist da schon Party oder was? Du, da geht das schon los, bevor du überhaupt abgelegt hast. Das ist ja genau nach meinem Geschmack. Spielt da eine Band oben? Anscheinend. Ich glaube ja. So, dann hatten wir noch Laura, die seit 4 Monaten dabei ist. Vielen Dank, liebe Laura. Manja mit 100 Bits. Alpha Kruse, 6 Monate auf Twitch dabei. Der Ankerbengel lässt auch noch mal 10 Euro da. Vielen, vielen Dank. Ups, wieder mal verrutscht. Kai Rode, 23 Monate auf der Reeperbahn. Dankeschön. Red Bull im 5. Monat auf Twitch dabei. Mac Cavity haben wir dann 17 Monate. Piepmatzkai, 2 Euro. Dankeschön. Luis, 19 Monate. Dann haben wir eine Durchsage. Oh, Leinen gehen los. Aber man kann leider nichts verstehen. Aber die Leinen gehen los. Ja, Luis, 19 Monate, vielen Dank. Yves nochmal 5 Euro. Ja, zur Barkassenkim, absolut. Boogie Boo, 13 Monate. Wurstbrot Inferno, auch 12 Monate. Seren haut nochmal einen Sub raus. Taco, 5 Euro, Superchat.
Bis wohin begleiten wir die Queen Mary 2? Ja, wir müssen das alles mal gucken, wie das mit dem Timing ist. Das ist auch mit der Mein Schiff. Wir können das jetzt leider noch nicht so ganz genau sagen. Wir wollen ja beide Schiffe mitnehmen. Ach, bis Southampton dachte ich. Bis Southampton, ja, das Ich hab wäre den was. Koffer mit. Das wäre was. Hafenpüppi, 25 Monate. Dankeschön. Leon nochmal 5 Euro für die tollen Bilder. Antje, 25 Monate. Antje, 5 Euro für Kiezmische. Mensch, Leute, ihr eskaliert schon wieder völlig. Guido NRW auf dem Fischmarkt neu dabei. Danke. Manuel, 5 Euro. Superjet. Er sagt, wir sehen uns dann Höhe Dockland, steht dort wieder mit meiner Hamburg-Flagge. Ach, das ist ja cool. Andi, der Sattelschlepper, nochmal 5 Schweizer Franken für einen sensationellen Stream. Postbüdel auf Twitch, 7 Monate. Danke für deinen Prime-Sub. Jürgen, 2 Euro Nachtzuschlag für die Überstunde. Danke. Und Hannes, 18 Monate auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Ja, auf der QM2 oder Queen Mary 2 wird Englisch gesprochen. Das denke ich ist selbstverständlich, oder? Ja. Und Torben hatte gesagt, er hat eine Info, dass die um 18 Uhr rausgeht, die Mein Schiff 1. Ja, die 1 ist Info 1. hatte ich ja auch also sie hatte für 18 Uhr den Lotsen bestellt. Und hoffen wir mal, dass sich das alles noch so ein bisschen verzögert. Und Philipp ist jetzt auch als Zuschauer dabei. Das ist ja schön. Unser Captain Philipp, ja Philipp, moin als Zuschauer. Hallöchen. Schön. Ich hoffe, du genießt die kleine Auszeit. Bevor es dann im neuen Job losgeht. Guckst du so ein bisschen, falls die Abfalltelefonwinker was im Chat schreiben? Ja. Also ihr lieben Apfeltelefonwinker, schmeiß mal ein Auge auf die Brücke. Auf die Leinen vor allem. Ja, und spioniert da mal ein bisschen rum. Aber vorne tut sich leinenmäßig noch nichts. Ja, wie lange braucht die Queen Mary, bis sie jetzt dann in Southampton ankommt? Ich weiß nicht, schafft die das bis morgen früh oder ist sie dann morgen Abend in Southampton? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht kann das mal jemand nachschauen, wann die da ankommen soll. Kommen wir da ran? Ach, Mittwoch soll die erst ankommen in Southampton, okay. Doch etwas länger. Jetzt gehen die Leinen los. Oha. Aber hier, alle auf einmal. Sieht auch irgendwie abgefahren aus, oder? Das sieht toll aus, wenn die Ja. alle gleichzeitig runtergehen. Oh. Also Gangway ist noch an der Mein Schiff dran. Ja, lasst euch ein bisschen Zeit. Ja, sag mal, die sollen langsam machen. Ne? Nicht so schnell. Wir wollen ja zumindest die Queen Mary hier noch ein kleines Stück rausbegleiten, bevor wir dann zu euch kommen.
Ich glaube, 3 Leinen sehe ich hier noch. Ich weiß nicht, was mit den Springs ist. Ach nee, die eine. Ach nee, doch, ist eine Leine. Ich dachte gerade, das wäre ein Kran. Nee, ist doch eine Leine da im Hintergrund. Nee, die Winden von den Leinen kann man hören. Das bildest du dir nicht ein. Euro. Tolles Geräusch immer. Heute haben wir ja viele stille Zuschauer. Leon hat vorhin schon gefragt, was denn mit dem Koban ist. Ob wir es schaffen oder nicht. Ja, Leon ist Ich ganz weiß nicht, wie heiß. es aussieht. Doch, das muss sein. Frag ihn doch mal, ob er sich da schon was für ausgedacht Für hat. Leon? Fürs Koban. Ja? Soll ich Leon mal fragen? Ja. Ey Leon, wie sieht's denn aus? Hast du schon eine Strategie, wenn die beiden da die Promenade verrückt machen? Ja. Ja, ne? Ja, das zeigen wir denen und dann geht das. Also, das kriegt ihr hin. Ich freue mich da schon sehr drauf. Meinst du, die schaffen Ja. das? Ja, klar. Da machen wir ordentlich die Barkasse voll und dann, Ja, ne? ja, das kriegen wir gut hin, glaube ich. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ein paar Hamburg Hafen Live-Zuschauer sich da reinmogeln. Nein, doch, ich erkläre euch das alles ganz kurz und dann läuft das. Das Ja. kriegt ihr hin. Da bin ich ja mal echt gespannt. Ach, das wird bestimmt lustig. Ich freue mich auch. Ja, ne? Ah, das schaffen wir. Also, Ist nicht mehr so lang, ne? haut mal alle ein paar Abos Wir haben raus. gesagt, bis 15. September müssen es 50.000 auf YouTube sein. Dann Koban, Ben und ich. Schwester Hansen bringen wir auch mit zum Koban. Ja. In orangem Overall. Ja. Ja, hat sie ja schon ausprobiert. Aber da wird sie höchstwahrscheinlich keine Kohlen schippen. Ah, die Mein Schiff 1 liegt auch noch. Also die hat ja auch Ja. schon Verspätung. Ja, die sollen sich mal ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Das wäre gut für uns, das stimmt. Einfach immer wieder sensationell geil. Also Gänsehaut pur. Aber wir standen jetzt auch wirklich gut. Richtig gut. Gefällt dir, Brigitte? Und wie? Dankeschön. Ja, Panda Dinja, ich habe mich mal wieder Lügen strafen lassen. Die letzten Male, als wir sie gefilmt haben von außen, war die Queen Mary 2 so ein bisschen hornfaul. Brigitte nickt auch bestätigend. Aber heute dachten die sich, Mensch, da ist so eine kleine grüne Barkasse und da Die ist, pusten wir weg. und da ist so eine orange Leuchtboje drauf. Die müssen wir erstmal weghupen.
Komm, dafür hat sich das echt schon gelohnt, herzufahren. Alleine für das Horn. Ja, Und auch für die Perspektive vorhin unterm Absolut. Bug. Das war auch richtig gut. Cheers, danke dir, 2 Euro. Dankeschön. Ahoi Sophie, 12 Monate, danke. Eagle JR, auf dem Fischmarkt neu dabei. Dankeschön. Dieser Hahn jetzt auch auf der Reeperbahn. Willkommen an Bord. Jürg, 2 Schweizer Franken und Stefan 5 Euro. Danke, danke. Ja, Stefan, wenn wir kobern, Ben und ich, dann werden wir auch mitfahren. Natürlich. klar. Dann fahren wir mit. Und du machst ja auch noch die Hafenrundfahrt, ne? Ich fahre und Ben erzählt. Genau. Haben die genug Schwimmwesten an Bord, wenn du fährst? Ja, ne? Ja, die Queen Mary 2 drückt sich auch schon von der Pier weg. Man sieht auch unten ganz gut, dass die Bugstrahler arbeiten. Die drückt sich jetzt halt so ein Stückchen weg. Sie hat ja hinten insgesamt 4 von diesen Propellergondeln, wobei Wollen wir Platz machen? Ich glaube ja, ne? 5 kurze, heißt das vielleicht Maschine geht vorwärts? Da muss ich noch mal die Fachleute fragen. Weil rückwärts macht ja jetzt nicht so viel Sinn. Rückwärts ist ja 3 kurze. Also sie hat 4 Propellergondeln, von denen meine ich 2 drehbar sind. Ich glaube 2 sind fest. Ist das richtig? Also diese Schiffshörner, die haben ja nicht nur die Aufgabe, uns hier zu belustigen und zu unterhalten. Also die 3 langen Töne, die hören wir hier sehr oft. Die werden typischerweise rausgehauen, wenn es losgeht oder halt auch noch mal im Hafen zum Gruß. Aber diese Töne haben natürlich auch eine Bedeutung. Also zum Beispiel 3 kurze Töne, weiß ich, bedeutet Maschine geht rückwärts. Und ja, 5 kurze, muss ich mal schauen, ob es jetzt mal jemand reinschreibt. Ja, 5 kurze heißt, ihr müsst aus dem Weg. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Es würde auf jeden Fall Sinn machen. Verzieht euch da. Wir fahren ja schon. Also einige im Chat schreiben, 5 kurze Töne heißt Gefahr. Aber dann wissen wir jetzt, wie wir das provozieren können mit dem Horn. Also dann galten die 5 kurzen Töne doch uns. Nein. Was bedeuten die 5 kurze Töne? Also langer ist eine Achtungssignal. Mach mal weg da. Das war für uns dann. Also im Chat schreiben einige Gefahr, Platz da. Ja, Bedeutet das. genau. Aber wir wurden noch nicht angefunkt. Also Das ist die Vorstufe. 3 lange heißt Maschine läuft rückwärts. läuft rückwärts. 3 kurze. Aber die hatten 3 lange erzählt. Also das ist nur so ein Begrüßungssignal. Ja, wenn die ablegen, dann gibt es oft 3 lange. Das ist halt oft für die Gäste an Bord. Ja. Also bei AIDA wird das halt richtig zelebriert. Ne, 3 lange Töne, dann die Auslaufmusik. Guck mal, Andaka schreibt, laut Kollisionsverhütungsregeln bedeutet 5-mal kurz, ich habe Zweifel an ihrem Verhalten. Ich bin schuld und lieb. Zweifel an seinem Verhalten. Zweifel auch manchmal an meinem Verhalten, du auch? Also, ich sag mal, wir verziehen uns hier, wir machen Platz und sagen trotzdem Danke für die 5 kurzen Töne. Genau. Ja, 5 kurze heißt 5 Schnaps bitte. Wir wollten einfach noch mal das Horn hören. Es war so schön.
Gibt's was Neues von der Mein Schiff? Also ich habe gerade geguckt, sie liegt noch am Platz. Also sie Okay, bewegt sich also noch. die Abfalltelefonwinker haben auch noch nichts geschrieben. Wäre natürlich auch lustig, wenn die richtig so im Konvoi rausgefahren wären hintereinander. Das stimmt, ja. Also es sind jetzt noch einige nachträglich dazu gekommen. Nochmal die Bitte, dieses Feuer im Hintergrund, wir haben da auch keine Informationen und wir möchten euch bitten, hier im Chat auch nicht zu sehr zu spekulieren und das zu thematisieren. Wir sind hier wegen der Queen Mary und wegen der Mein Schiff. Wir wissen natürlich, dass euch das interessiert, aber wir wollen hier auch nicht quasi diese Sensationsgeilheit, Unfallgaffen-Manier im Stream an den Tag legen. Deshalb informiert euch ein bisschen auf den Medien, die da besser Bescheid wissen. Ja, hier haben wir halt leider im Hintergrund mit dieser großen Rauchwolke zu tun. Also, ich denke, ihr habt da Verständnis für. Aber ich kann es auch verstehen, dass es jemanden interessiert. Also, alles gut. Lars schreibt auch, dass sie in wenigen Minuten ablegen. Ja, also wir warten natürlich auf eine Info, wenn sich an den Leinen was tut bei der Mein Schiff. Sobald sich leinenmäßig was tut, würden wir dann rüberfahren in die Hafen City, weil das ist einfach auch nochmal ein ganz neues Bild für uns. Mein Schiff, hinten Elbphilharmonie, das wollen wir nicht verpassen. Es ist halt immer, wie es ist. Die guten Sachen kommen immer auf einem Haufen. Wir können die Queen Mary 2 jetzt leider nicht ganz so weit dann begleiten. Aber wir sind auf jeden Fall ja schon mal auf unsere Kosten gekommen, was Hörner angeht. Und ich glaube, wir hatten auch schon eine tolle Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Frank Meissner macht 2 Jahre voll. Danke. Seren nochmal mit dem 5er-Pack. Danke, Seren. Hermi, 21 Monate. Dankeschön. Bernd aus Bonn schickt 5 Euro Trinkgeld. Mit Grüßen aus dem Rheinland. Elke Mark Hamburg, 5 Euro Superchat. Schön. Schmieds on Tour, 10 Raider auf Twitch. Willkommen an Bord hier im Hafen. Tanja liebt Hamburg, 3,33 für unsere Mods. Und die liebe Sandra mit 10 Schweizer Franken für Kirsten, die richtig fleißige Biene im Chat. Oh, Kirsten tut uns echt leid. Total. Wollte mitfahren, dann haben wir gesagt, es geht früher los. Und dann ging es am Ende doch wieder später los. Also Kirsten müssen wir nachher unbedingt noch ein paar Trostpflaster schicken. Also Torben hatte jetzt nochmal 18:30 ablegen als Info rausgehauen. Ja gut, 18:14, 18:30 wäre aber gut. Also ich sag mal, Ja, wenn ne? die anfangen, die Leinen loszumachen, dann können wir rüberfahren. Also die Linesmen sitzen auf dem Poller an der Mein Schiff. Kirsten nimmt es sportlich und sagt, sie ist ja dabei. Aber ich weiß, du wärst ja auch gerne auf dem Wasser. Christian grüßt aus Berlin. Flagge und Kaffee bestellt. Kommt. Wird umgehend versendet. Ja, die Mein Schiff fährt nach New York. Auch eine Denkt tolle man gar Reise. nicht, ne? Ne? Eigentlich würde man ja eher denken, die Queen Mary fährt nach New York. Ne? Deswegen war ich auch so am Anfang ein bisschen verwirrt. Aber Mein Schiff nach New York, ich glaube, das ist auch echt eine tolle Reise. Ja. Das muss richtig toll sein.
Ja, ich kann ja mal so ein bisschen in den Chat fragen, was meint ihr? Sollen wir gleich schon rüberfahren zur Mein Schiff? Leon, wie lange brauchen wir? 10 Minuten bis zur Mein Schiff? Oder Ja, 10. Ja, wir haben ablaufend Wasser jetzt. müssen ein bisschen gegen die Tide fahren? Vielleicht 15 Minuten, aber mit der Helga sind wir schnell. Also, Helga ist flott. ja, Ja, haben wir schon gehört. die ist sehr flott. Wurde gedrosselt, hat aber Power. Ja. Ja. Wie sieht mal mein Schiff aus? Die liegt noch dran. Noch dran. Da bewegt sich noch nichts, Das laut AIS. hört sich gut an. Ah, es war ja klar, wenn ich den Chat frage, 50-50. Ja. Die einen wollen zur Mein Schiff, die anderen wollen bei der Queen Mary bleiben. Tja, wie kriegen wir das jetzt bloß hin? Ja, Waren wäre, wir vom Horn abhängig? Ob wir mal also wir begleiten die jetzt noch ein bisschen hier im Vorhafen und dann müssen wir aber eh irgendwann ums Eck fahren. Aber wir haben so einige Zuschauer auch, die auf Mein Schiff jetzt sind. Ja, Also, ja, und ich finde deshalb sollten wir da auch gleich irgendwann rüberfahren. Ja, cool wäre, wenn die Queen Mary 2 jetzt noch mal eine Runde zur Das wäre- Elbphilharmonie das dreht. ist richtig gut. Dann hätte man beide auf einen Blick in einer Kamera. Aber sie fährt auch sehr vorsichtig raus heute. Ja, weil da sind Ja. so kleine grüne Barkassen immer im Weg. Ja. Ja. Weißt du Bescheid, ne? Wenn wir nicht im Weg wären, Wäre die schon lange Wäre die weg. schon du. längst weg. Die wäre schon um die Ecke. ja. Aber sag mal, kann das sein, dass die Anina abgelegt hat? Haben wir gar nicht mitgekriegt, oder? Anina ist still und leise hier Ja, ne? losgefahren. Also, ups. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich meine, da können sich Schiffe auf dem Hafen schleichen, wir merken das. Ich meine, das ist doch auch irgendwie komisch. Naja, höchstwahrscheinlich haben sie immer in die andere Richtung geguckt. Brigitte, da pfeift jemand auf der Queen Mary 2. Sicher? Ich hab nichts gehört. Okay. Ach hier, guck mal. Wirklich von der Queen. Ach, guck mal hier, Jack Stinson hat gegrüßt vom CTT. Er sieht uns von der Containerbrücke über der Costco. Winken Ja, wir liebe doch noch Grüße. mal. Eben erst mitbekommen. Der Jahres. Oh, wir sind jetzt schon ein bisschen weit weg. Anina ist schon am Bubendei-Ufer. Guck mal, Anina ist schon Bubendei. Ja. Also, weg war sie. Christian, danke für 5 Monate. Ach, das hatte ich eben schon. Yves nochmal 5 Euro für Kirsten. Und guck mal, Ralf auch nochmal 5 Euro Trostpflaster für Oh, Kirsten. Kirsten. Oh, ihr seid ja echt lieb. Claudia hat ja Kirsten schon eine Trostfahrt angeboten. Eine Trostfahrt. Oh, Eine Trostfahrt. das ist ja süß. Oder? Steffi ist seit 11 Monaten dabei. Ihre Tante ist an Bord, der Mein Schiff. Und Torben ist mal wieder ganz unparteiisch. 2 Euro und er meint Mein Schiff 1. Ja, wir fahren gleich rüber. Wir fahren gleich rüber. Kreiner Sandra, 4 Monate, Grüße aus Berlin. Dankeschön.
Und der Frank schickt auch nochmal 2 Euro. Dankeschön, danke. Ja, was meint ihr? Sollen wir rüberfahren? Ich glaube vom Timing, ne, wir fahren noch einen kleinen Moment. Lass uns mal zum Mein Schiff fahren. Okay. Ich glaube, weil das ist Premiere, Mein Schiff, hinten Hafen City, das neue Kreuzfahrtterminal. Also das würde ich schon gerne sehen, dann vor der Elbphilharmonie. Ich glaube, das sind tolle Bilder. Dann sage ich Ja. vorne Daniel. Genau, sag doch mal Daniel Bescheid. Wie war das noch? Hebel auf den Tisch, ne? Hebel on the table. Ist aber auch immer das Gleiche, ne? Dass die guten Sachen kommen immer zusammen. Ja. Und wenn die beiden Schiffe weg sind, dann ist wahrscheinlich wieder 3 Stunden gehende Leere. Aber bei dem schönen Licht, ne? Ja. Das kommt ja noch dazu. So, gute Reise. Aber ich muss sagen, das gefällt mir heute auch wieder außerordentlich gut. Wir hätten es ja auch wieder von Land streamen können. Wären sicherlich auch tolle Aufnahmen gewesen, aber so mit der Barkasse dicht dabei, das ist schon was Besonderes. Machen wir doch noch die kleine Hafenrundfahrt jetzt Ja. nochmal. Für die Zuschauer. Aber jetzt nimmt die Queen Mary 2 auch langsam Fahrt Ja, auf. weil die kleine grüne Barkasse endlich weg ist. Guck mal, das Geräusch ist auch so schön hier unten, ne? Absolut. Ich hoffe, ihr hört das vom Motor. Barkassenschraubenwasser. Barkassensprudel. Barkassensprudel. Auch ein guter Ausdruck. So ein schönes Getränk hier für die Barkasse, ne? Ein bisschen Barkassensprudel. Barkassensprudel, Schraubenwasser. Guck mal, wie viele Leute da oben stehen. So. Jetzt Schubrakete. Schubrakete. Auf in die Hafen City zur Mein Schiff. Tschüss, Queen Mary. Tschüss Queen Mary 2. Eine gute Reise allen, die an Bord sind. Und bis bald. Viel Spaß und kommt bald wieder. Nein, Reinhard, es gibt noch keinen Termin zum Koban, weil es ja auch noch nicht die 50.000 Abonnenten gibt. Wir haben jetzt mal Gas gegeben. Ja, super. Guck mal hier, die Apfeltelefonwinker schreiben. Wir müssen gleich, wenn wir am Schiff sind, mal gucken. Wir finden die schon. Aber hast du geschrieben, was sie geschrieben haben? Ja, wir sind mit Flagge Backbord sehr weit oben. Ja. Wir erwarten einen mega Pfiff von Brigitte, ja. Und Brigitte wollte Ja. doch heute nicht pfeifen, um deine Ohren zu schonen. Ja. Frank schickt 2 Euro aus Mönchengladbach für 2 geklaute Punkte. Aber für den HSV war der eine Punkt schon gar nicht so schlecht, ne? Der
Yes, ist an Bord und 22 Monate dabei. Dankeschön. Wahnsinn. Mike schickt auch nochmal eine Packung Fischeis mit Blümchen für Kirsten. Danke. Marcel ist neu auf dem Fischmarkt dabei. Willkommen an Bord. Und Jurai 10 € für Pommes mit Senf. Oh, da hätte ich jetzt auch echt so einen Bock drauf. Pommes mit Senf. Oh, guck mal, wie die da rauskommen. Ja, mega. Oh. So schön aus. Auch da durchs Dock. Aber auch eine tolle Perspektive, oder? Absolut. Ja, und Claudia, vielen Dank natürlich für die 5,99. Also wir finden euch schon. Wenn wir gleich da sind, dann gucken wir mal, wo ihr seid. Aber die Mein Schiff liegt mit der Steuerbordseite an der Pier. Oder? Da muss die erstmal ablegen, bevor wir da hinkommen. Aber mit der Städte merkt man richtig so den Motor an den Füßen. Ne? Ja. Stell dich mal hier hin. Ich merke das hier auch. Also die Mein Schiff macht jetzt auch los. Und wir wechseln die Perspektive. Ja, Helga fliegt. Jo. In der Tat. Also Laien sind aber wohl noch dran. Nee, Lars schreibt, sie sind los. Ah, okay. Hier, Claudia hat geschrieben, Laien sind noch dran. Höchstwahrscheinlich sind sie Okay. vorne noch dran, hinten noch ein. Das kann sein. Genau. Das kann sein. Ich bin noch nie so schnell mit einer Barkasse durch den Hafen gefahren, sag ich euch Leute. Und ich bin schon richtig auf Barkasse Aber die ist so gefahren. laut, wenn die Mein Schiff jetzt hornt, dann hören wir das gleich gar nicht. Egal. Es ist so schön, womit man Brigitte glücklich machen Ja. kann. Hat jemand auf die Uhr geguckt, wie lange wir von der Queen Mary zur manchen einfahren? Ich habe schon Nein, gesagt, aber das können wir ja im Stream nachher Das nachgucken. stimmt, ja. ich habe schon gesagt, ich bin noch nie so schnell Barkasse durch den Hafen gefahren. Ja, die Helga ist sehr schnell. Ja. Claudia sagte, es wäre sogar eine der schnellsten Barkassen im Hafen. Ja. Stimmt. Ich finde, wir sollten mal das blaue Band der Elbe wieder aufleben Ja. lassen. Früher das Barkassen. Das gab es früher als Barkassenrennen, ich glaube Landungsbrücken bis Teufelsbrück oder sowas. Ne? Wieso, ja. Das wäre doch eigentlich echt mal eine schöne Sache für einen Hafengeburtstag. Ja. Oh, guck mal hier, die Spiegelung Elbphilharmonie. Also könnt ihr gerne mal nachschlagen. Es gab früher mal das blaue Band der Elbe, das war ein Barkassenrennen. Ich glaube, es wurde irgendwann in den 1970er Jahren eingestellt, dann in den 80ern noch mal kurz aufgelebt und dann aber, glaube ich, auch nach ein paar Jahren wieder eingestellt. Wir haben da auch mal mitgemacht. Da wurden die Motoren früher noch, da waren ja noch alte Motoren drin. Habt ihr die frisiert dafür? Ja, man hat die richtig so aufgedreht Echt? und alles Mögliche gemacht, um da schnell zu sein. Ich kann nur sagen, wir waren nie die Schnellsten, aber ich habe mal einen Pokal gesehen bei meinem Opa im Regal. Ich glaube, das war der Trostpreis für den letzten Platz. Also die schnellsten waren wir nicht, aber Wollen wir ein bisschen langsamer fahren, damit wir das Horn legen, weil die Leinen sind los, sehe ich. ja.
Genau, sag doch mal Daniel, wenn die jetzt hornt, dass wir das richtig schön mitbekommen. Zwei so schöne Schiffe heute, ne? So schön ist Licht. Also das ist eine Sahnefahrt heute. Oder? So schön. Und die Winkel. Gestern war ja schon gut. Ja. Wobei vom Unterhaltungswert können wir, glaube ich, Schwester Hansen nicht mehr toppen von Nein. gestern. Das geht nicht. Schwester Hansen kriegen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht, weil die ist einzigartig. Und lieb. Oh krass. 5000 Zuschauer. Wow. 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 Ich glaube, sie hat schon abgelegt, oder? Ja. Wahrscheinlich dürfen die hier auch nicht hornen wegen der Anwohner in der Hafen City. Ach stimmt, wir müssen auf Kollisionskurs gehen für 5 kurze Töne. Also reicht nicht einmal, also sonst kriegen wir echt Fahrverbot hier, glaube ich, bald. Ja. Die macht doch nur Spaß. Weiß ich doch. Alles gut. So, Torben ist jetzt glücklich. Torben ist glücklich, ja. Torben ist richtig glücklich. Guck mal, dein schönes Schiff, Torben. Wir müssen nachher auf jeden Fall dann mal auf die Steuerbordseite, wenn da ein bisschen Platz ist. Und dann musst du gleich mal im Chat gucken, wo die stehen. Ja. Der Lars und die Apfeltelefonwinker. Also alle, die wollten alle die stehen alle Steuerbord, ne? Genau. Also sobald ein bisschen Platz ist, müssen wir nachher einmal Steuerbordseite Ja, rumfahren. wie du möchtest. Wir können entweder hier nochmal drehen vom Bug oder wir fahren aber hinten rum und gehen dann auf die Steuerbordseite. Also wenn du keine 5 kurzen Töne haben willst, Also ich würde glaub- ich jetzt nicht vorm Bug nochmal drehen. Also, Also hinten finde- rum oder hier vorne vorm Schiff bleiben. also mein Gefühl sagt mir hinten rum. Hintenrum. Nein, wir würden, Sonst machen wir uns unbeliebt. wir würden über Steuerbord abdrehen und dann Ach so, also so rum. so uns. Ja, aber wir können doch einmal hinten rum und wenn wir dann auf die Steuerbordseite kommen, weil da sind ein paar Zuschauer auf der Dann machen wir das Steuerbordseite. einmal hinten rum. Genau. Daniel hört auch den Livestream zu. Also. Okay. Aber Daniel kriegt das dann immer erst mit ein paar Sekunden Der kriegt das mal kurz Verzögerung mit. Genau. Aber vielleicht haben wir hier Wow. trotzdem schon Zuschauer jetzt, die auch stehen. Ach, guck mal, da winkt doch was. Da ganz Wo? oben. Da auch! Oh. Vorsicht! Ach, guck mal da! Hamburg Hafen. Die Hamburg Hafen-Leitflagge zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie cool ist das denn? Oh. Achso. Brigitte, ich glaube, wurde ein Pfiff bestellt. Die Pfeife. Nur einmal. Oh, ist das Boah, cool, so sind wir dicht. dicht. Ich bin hier voll auf dem Weitwinkel. Wie cool. Und noch ein Leute, Crewwave. Wow. Boah. Leute. Heute haben wir aber timingmäßig haben wir es drauf.
ja mal zeigen, ob sie schneller ist als die Mein Schiff. Also ihr müsst noch ein bisschen darauf achten, ob ihr was entdeckt, ne, wo ich dann draufhalten soll. Oh, das ist so ein Fahrtwind. Gleich fliegt mir die Mütze weg. Ich schwör's euch. Oh, guck mal. Juhu. Oh, ist das cool, Leute. Oh, guck mal. Das ist richtig Attacke überall. Hamburg Hafen Live abonnieren. Guck mal, wie da gewunken wird. Das ist richtig cool, Leute. Auf allen Rängen. Wow. Guck mal da. Da Ah, oben guck ist mal, transparent. Ja, genau. Warte mal. Da. Was steht da? Moin Tanja, ich breche ins Essen. Moin Adi und Tanja von Enkel und Kinder. Wow, ich glaube, das ist der Lars, oder? Ja, ich glaube auch. Oh, wow. Oh, jetzt die Kamera. Sehr cool. Wow, wow, wow. Euch eine gute Reise. Sehr, sehr cool. Wie cool ist das denn? Oh, da guck mal, da oben sind die Apfeltelefonlinker. Ich sehe sie. Apfeltelefon. Mit Apfeltelefon. Mit Apfeltelefon. Man sieht sie Ich glaub sogar. das nicht. Oh, guck mal. Wie geil ist das denn? Also Mein Schiff 1 Hat die Challenge heute hat aber echt gewonnen. also, ich würde sagen, die Monats- oder Jahreschallenge gewonnen. Oh, guck mal da. Sensationell. Guck mal rechts. Die Handtücher. Oh. Da wird auch ordentlich geschwungen. Leute, wie cool ist das denn bitte heute? Ist das cool. Also- Oh, guck mal, ein Ballon in dem Hintergrund, oder? Guck dir mal, was ist hier denn los? Also solche Performance Wow, hatten wir Digga, lange nicht. Digga, Digga. Guck mal, da unten oben steht auch einer. Ja, Sehr cool. Oh, mein Arm ist wach. So, Herr Wow. Kapitän, jetzt hauen Sie mal ein Horn Herr raus. Kapitän, wir brauchen ein Horn. Ganz dringend. Wow, ist das cool. Auf nach New York. Es ist kein Sensorfleck, es ist ein Heißluftballon. Oh, ich habe schon wieder Pipi in den Augen. Wollen wir ein bisschen langsamer fahren vielleicht nochmal? Die Jungs sollen das entscheiden, aber sie können sich ruhig noch mal zurückfallen lassen. Ja? Also wie ihr Lust habt, ruhig noch mal so ein bisschen zurückfallen oder Weil da andere waren so Seite. viele Leute. Also wir haben ja auch noch ein bisschen Strecke. Ja, genau. Das, was wir jetzt ein bisschen uns vorlegen, da wir gleich mit der Elbphilharmonie drauf haben. Ah, ja, Oh genau. ja, 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 Dann lassen wir uns dann zurückfallen. Sehr Ja. gut. Also, lasst die Handtücher draußen, lasst die fahren Wobei ich das hier auch ganz stylisch finde, oder? Guck mal, das wäre doch eigentlich unser Streaming-Boot. Ja, das ist Schöne Plattform. Also Leute, nochmal. Lasst die Handtücher draußen, lasst die Flaggen draußen, gebt gleich Wow. nochmal alles. Ihr macht ja genug Fotos, René, oder? Der Auslösefinger ist schon eingefroren. Der geht gar nicht mehr gerade, so oft haben die schon abgedrückt. Speicherkarte tauschen. Wow. Ja,
also ich sag mal, beste Werbung für eine Cruise Days Fahrt mit Elas, oder? Ja, Also- genau. Da kommt man auch so nah an den Kreuzfahrtschiffen vorbei. Also weißt du was, ich glaube, ich fahre auch noch mit. Nur nicht eine, sondern es sind Ich glaube 6 sind das, ne? 5 oder 6? genau 3 große, dann die Vasco da Gama und noch ein Flusskreuzfahrtschiff. Oh, das muss man doch machen mit so einer Barkasse. Wir müssen eigentlich echt eine zweite Kamera auf die Barkasse bei den Cruise Ja, Days. irgendwie müssen wir das noch alles umswitchen. Tolles Bild jetzt mit der Elbphilharmonie. Torben wieder. Wie kann man bei dem Anblick AIDA-Fan sein? Warum soll er anders einen Raum bestellen? Wahnsinn. Ist das toll. Ballon. Genau, aber so viel zuschauen könnt ihr heute mal ein Like raushauen. Ich finde Finde, auch. ne? Also für die beiden Schiffe. Herr Kapitän! Wir brauchen mal ein Horn hier. Wie sagt Schwester Hansen immer? Oh, guck mal. Die Handtuch-Performance. Richtig cool. So, geht alles hier. Holt die Bademäntel raus und die Bettlaken. Reiß die Vorhänge ab. Sehr cool. Oh Leute, wenn ihr das hier live jetzt erleben könntet, das Boah, ist und das Licht dazu. ja, Hammer. Haben wir wieder ein Glück heute. So komm, Horn geht noch hier. Sind die wenigstens alle wach? Hamburg Hafen Live reist mit. Guck mal, die Apfeltelefonwinkel, die müssen da oben drauf. Guck mal, eine große Smiley-Flagge haben Oh, sie wie noch. süß. Gute Reise! Und da ist noch mal das Banner von Lars. Guck mal, wie gut man jetzt auch mal hier die Tenderboote sieht, ne? Ja. Also ich meine, mehr geht doch nicht, oder? Nee, Als dieses Banner. das ist echt sehr cool. Ja, sonst kriegen wir Danke, es ja auch danke, ihr Lieben. nie so dicht mal drauf, ne? Ja, vor allem haben wir nicht so viel Zeit, wenn wir an Land stehen, weil die Schiffe dann ja schnell vorbei sind. Wir haben ja jetzt viel mehr Zeit, hier in Ruhe zu gucken, ja, wer da so winkt. Ich glaube, Torben ist auch ein bisschen traurig, dass er nicht hier sein kann. Hattest du ihn denn Ja, eingeladen? der hatte heute so eine kleine Zahn-OP, der konnte Oh. nicht kommen. Aber ich hoffe, die Augen sind nicht zugeschwollen, denn und gute Besserung, mein Lieber. Ich hoffe, du hast das gut überstanden. Aber nächstes Mal bist du wieder dabei. Wir müssen mal hupen. Mach schon. Ja, geh mal nach vorne, Brigitte. Was macht er schon? Ja, es fehlt nur noch das Horn von der Mein Schiff.
würde ich sagen. Oder? Aber also das ist echt klasse. Also nochmal ein richtig großes, dickes Danke an Bakasenielas, dass Sie das hier heute wieder möglich gemacht haben. Das ist wirklich, das ist der Chef. Also gestern die Schahören, heute das. Ich weiß gar nicht, was wir noch machen wollen die Woche. Ich glaube, keiner freut sich Helga so wie will's. Brigitte. Helga will's wissen. Ja, Brigitte kann heute gut schlafen. ja. Komm, pfeif noch mal. Boah, das halt von der Bordwand richtig wieder. Aber ihr müsst so lange mitfahren, bis wir noch ein Horn kriegen, das ist ja klar. Herrlich. Oh, guck mal, Da oben. Wow, sie geben alles. wie cool. Wie toll. Sie haben etwas zu kämpfen mit der Flagge. Woo! Boah, ey. Sag mal. Und jetzt das Licht. Hammer. Ich krieg Schnappatmung. Wir fahren jetzt so lange, bis wir einen Horn kriegen. Bis New York. Die macht aber vorher, also die fährt nicht direkt nach New York. Ich glaube, New York ist erst, ich glaube, die macht vorher noch ein paar Stops. Ich glaube, Norwegen, ich weiß nicht, ist Island auch dabei oder so? Okay, genau. Habt ihr genug Speicherkarten dabei für eure Kameras? Ja gut, dann passt das. Richtig toll. Also was ist das für ein Abend? Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Aber vielleicht sollte es genau so sein, wie es jetzt gekommen ist. Ja. Mit diesen ganzen Verzögerungen und später raus, früher los, doch nicht raus. Aber ich bin heute ganz ruhig geblieben. Ja, finde ich auch. Ich habe mich nicht nerven lassen Nee, von den nee. ganzen Zeitverschiebungen. Ich konnte es ja eh nicht ändern.
Norwegen, Island, Kanada und dann USA. Das ist eine schöne Tour. Guckt mal, wie schön Hamburg ist. Ist das nicht schön? Oh, wer will da nicht in Hamburg leben? Vielleicht gibt es ja am Cruise Gate gleich noch ein Horn. Hoffentlich, ne? Aber Also wir müssen jetzt so lange fahren, bis es wieder noch ein Also- Traumwetter, ne? Ja, das Also ist so Hammer. toll. Echt. Echt super, dass ihr das wieder möglich gemacht habt, dass wir Ja, das sehr hier gerne. zeigen können. Schwester Hansen ist auf der Brücke. Ja, dann sag mal dem Kapitän, dass er mal ein Horn raushaut. Du kannst das doch. Ich schaff das nicht. Schwester Hansen, wir brauchen eine Bestellung. Ruf mal an bei der Mein Schiff 1. Torben, ruf mal auf der Brücke an. Also für die Cruise Days, für Samstagabend die Paradeaufstellung Ja. habe ich hier. Geh mal etwas näher ran mit dem Mikro, bitte. Die Paradeaufstellung habe ich hier, wenn ihr die... Oh ja, hau mal raus Genau. für die Zuschauer. Wird angeführt von der Mein Schiff 4, dann kommt die AIDA Perla, die MSC Preziosa und wir sind auf der Steuerbordseite hinten achtern. Da sieht man dann auch schön das Feuerwerk. Die Vasco de Gama und dann noch das kleine Flusskreuzfahrtschiff MSC Sans Souci. Genau, das sind die Paradeteilnehmer. Ja, Und das ist doch cool. genau, wenn alle Schiffe durch sind, das kleine Flusskreuzfahrtschiff, dann wird das Feuerwerk abgefeuert. Ja, richtig cool. Vorletzte Woche waren wir nämlich bei der Sitzung. Es gibt immer so eine Sitzung, wo dann die Parade einmal mit allen Teilnehmern vorher besprochen wird. Da ist dann die HPA, die Polizei, die Wasserschutzpolizei, die Bergmann-Gruppe, die das ganze Event koordiniert und die ganzen Hafenbetriebe. Genau. Ich habe auch die mega. Streams dafür schon erstellt, für Freitag und Samstag. Ja, habe ich schon gesehen. Also da könnt ihr gerne schon euch einen Marker setzen. Und wir gucken mal, ob wir noch irgendwas machen können mit einer zweiten Kamera. Ja. Ich überlege mal, ob wir da... Es war auch noch ein Paradeplatz frei, hast du gesagt. Ja, es ist schon oben auf dem Dach, ist es schon cool, aber eine zweite Kamera auf der Barkasse, Wir gucken. müssen wir mal schauen, ob wir da jemanden finden, der die... Muss ja jemand auch halten, ne? Weil du musst ja schon so ein bisschen schwenken. Müssen wir mal gucken, wen wir da... Ja, der kann gerne mitkommen. Oder wir machen die irgendwo fest. Je nachdem. Ja, Mensch, Herr Kapitän, wo ist denn das Horn? Vielleicht gibt es gleich in Hövelgönne am Altersheim noch eins. Ja, hoffentlich. Was für eine Ausfahrt aus Hamburg von beiden Schiffen, ne? Also mit so einer Begleitfahrt da hat man natürlich schon richtig lange was von den Schiffen. Müssen wir öfter machen, Leon. Ja, Ja. das stimmt, gerne. Oh, guck mal da. Guck mal da oben. Die AIDA Ultras.
Das Schiff antwortet. Nee, einen Discord-Server haben wir nicht. Ja, hier steht immer jemand an Land. Ich nenne sie immer die AIDA-Ultras. Und die schreien dann zu den Schiffen rüber und manchmal antworten die von den Schiffen. Das haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der Ferne gehört. Oh, das war eine Drohne. Also die Cruise Days sind am, glaube ich, 13. und 14. oder 12. 13. Auf jeden Fall Freitag, Samstag. Der Freitag, der 12. 13. Genau. ist Samstag die Parade. Und ich glaube, es geht immer so circa 21 Uhr los, ne? Abends. Ja, Also Aufstellung natürlich schon vorher. genau. Also das heißt, die Begleitfahrt wird auch schon deutlich eher starten. Ne? Genau, wir fahren um 20 Uhr los, sind dann auf der Backbord, also auf der linken Seite von der MSC Preziosa, dem dritten Schiff. Genau. Ich glaube, wir müssen auf dem Platz sein, also Paradeaufstellung 20.45 Uhr, 21 Uhr müsste dann Paradestart sein und das Feuerwerk ist für 21.25 Uhr bis 35 geplant. Ja. 8 Minuten müsste das sein. Abschusshöhe 180 Meter. Ja gut, wie Feuerwerk geht, haben wir jetzt in Hannover gesehen. Ja. Am 6.9. ist übrigens nochmal Hannover. Ich habe heute telefoniert und wir werden höchstwahrscheinlich nochmal hinfahren. Ich würde sagen, wir fahren noch bis Övelgönne mit. Ja. Na, gucken mal, ob wir da noch ein Hörnchen kriegen. Und dann haben wir also wirklich eine super schöne Begleitfahrt gehabt. Ja, absolut. Ach, guck mal da oben, die Apfeltelefon. Ja. Auch noch. Die ganze Das ist Zeit echt dabei. die ganze Zeit dabei. So cool. Mit denen ging es ja auch los mit Winken und Ja. ne, mit also. Und das war der Startschuss. Sehr schön. Jetzt muss Helga aber alles geben. So, jetzt sind wir gleich in Övelgönne. Was denn? Komm, mein Schiff, komm. Jetzt aber. Einer geht noch.
Brigitte den Defibrillator bringen? Hast du gesehen, dass ich von der Brücke Ja. geguckt habe? Richtig cool. Dankeschön. Mega! Mega! Ah, die wollten den Spannungsbogen Ja, aufbauen. ja, ja. Die wollten mal sehen, wie schnell die wachsen. Oh. Sehr cool. Oh, jetzt kommt der Lotse. Ja. Fährt übers Heck wahrscheinlich auf die Steuerbordseite. Die Lotsenpforte ist schon auf. Wollen wir das mal machen? Wenn die das aushält. Oh, Beluga landet auch gerade noch. Mensch, was ist hier los? Völlige Eskalation. Kreative Andi, unser wandelnder Fahnenmast. Aber flieg nicht weg mit der Flagge. Aber welche? Jo, wie cool war das denn jetzt? Ja. Wolltest du umsteigen? Ja, dann mal zu. Ach, ist das wieder schön. Komm, der Kanal war nicht so eine schlechte Idee. Seid ehrlich. Na, schön, dass du das Horn, ne? Ja, Ja. total. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen, wie der Lotse jetzt ausgesetzt wird. Genau, und dann, Genau, dann drehen wir um. Und dann halten sich alle mal gut fest und dann drehen wir uns mal ein bisschen im Kreis, würde ich sagen. Ja. Dann machen wir mal einen Barkassen 360. Wir Ja. probieren das mal, ja? Ja. Oh ja, Alle gut festhalten da. ein Barkassen 360. Oh, der Hype Train kam pünktlich zum Lotsen an auf Twitch. Danke. Ich habe gerade nicht viel mitbekommen. Also wirklich nur so Bruchstücke. Ah, da hing er wieder, der Gimbal. Da hat Elas heute wieder alles gegeben. Alles. Schreit da jemand Huhu Party? Ja. Oben?
Das ist echt verrückt. Das ist so verrückt. Das müssen wir uns gleich festhalten, ne? Jetzt will Helga gleich nochmal ein Barkassenballett aufführen. So, alle gut festhalten. Barkassenballett. Barkassenballett. Barkassenballett gibt's jetzt. Wow. Ja. So, alle gut festhalten. Festhalten! Festhalten. Barkassenballett. Haben wir auch noch nicht gehabt. Nee. Ist ja cool, oder? Das ist echt cool. Das macht Spaß. Und nochmal. Und Ist ja besser nochmal als auf, andersrum. das ist ja besser als auf dem Dom. Unglaublich. Sehr Ja, auch gut. mal ein Hoch auf Daniel, der heute fährt. Ne? Lass mal ein bisschen Liebe für Daniel da im Chat. Danke, danke. So cool, ne? Ja, Dennis von der Elbcam ist ja auch an Bord. Also, ne, wenn ihr die Schiffe noch mal sehen wollt, ne, ihr wisst ja, wo ihr ihn findet. Ne? Kommt auf die Elbcam. Genau. Wir haben auch eine Weiterleitung, wenn wir gemacht, also wie immer, ne? Also wenn ihr die Schönheit noch mal bewundern wollt. Genau. Einmal ein Grauort und danach Genau. am Leuchtturm eventuell nochmal. Vielleicht kann ja Sebastian auch noch mal den Link raushauen. Für die Leute, die das noch nicht kennen. Die Elas-Emojis fliegen durch den Chat. Sehr geil. Ja, sowas macht Spaß. Ja. Ganz großes. Ihr braucht eine Barkasse mit Voigt-Schneider-Antrieb. Ja, Ich kann ja mal fragen, mir hat gerade heute der Entwicklungsleiter von Voigt geschrieben. Sehr cool. Also da könnte sich was tun. ja, sollen sich gerne melden. Also, ich werde morgen mit der Werkstatt reden. Und hoffentlich keinen auf den Deckel kriegen. Wegen Donut. Die brauchen ja immer so ein Projekt, weißt du, wo sie neue Sachen entwickeln. Also Richtig cool. Tanja, nimmst du einmal die Kamera? Ja. Ich möchte noch mal. Also der Chat ist ja völlig eskaliert. Komplette Eskalation. Ich muss jetzt unbedingt noch mal schauen, was hier los war. Hilfe! Also, der Christopher war noch mal mit 5 Euro Superchat aus Gifhorn dabei. Dankeschön. Thomas Eckstein, 5 Euro aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ortwin-Mühle, 18 Monate auf der Speicherstadt. Dankeschön. Jürgen lässt noch mal 2 Euro da. Die Hamburger Fly-Fans ändern mein Schiff. Kerstin, 14 Monate auf der Speicherstadt. Vielen Dank. Hier ist noch eine Frage. Leon, muss man das Ticket zur Parade unbedingt ausdrucken oder geht das elektronisch? Nein, das geht natürlich auch auf dem Handy. Einfach den QR-Code mitbringen, den ihr bekommt. Also geht auch auf dem Handy. Und im Notfall, wenn ihr
ihr es gebucht habt, ich finde euch auch im System, Okay. wenn ihr euren Namen mit angebt. Da war noch eine Frage für Leon. Sag mal, der Hamburg Hafen Live-Rabatt geht der auch an der Tageskasse oder kann man das nur online? Der geht auch an der Tageskasse. Ah, okay. Da Ja, war genau. nämlich auch noch eine Frage vom Zuschauer. Also, Genau. hiermit Ja. beantwortet. Dann habe ich Kerstin gerade gesehen, die nochmal 10 Euro rausgehauen hatte. Danke. Jürgen Fretter mit 5 Euro Superchat. Nilsi 2 Euro für die Premiumfahrt. Yves nochmal 10 Euro. Mega geiler Stream. From Washougal in Washington. Tony Roberts, Hamburg Hafen Live. Das Beste. 50 Euro. Dankeschön. Ingrid 5 Euro für Essen. Elke 5,99 mit einem Danke an Hamburg Hafen Live und natürlich an Elas für diese Mindshift-Show. Fanta Orange, 1 Jahr auf Twitch dabei. Toll, Dankeschön. Andreas Krapke, neu auf dem Fischmarkt dabei. The Christmas, 2,49. In 2 Wochen geht's in New York auf die MS1 mit Flagge. Oh, Und wie cool. dann zurück. Sophie, 2 Monate auf Twitch. Bison, 1 Jahr auf Twitch. Seren haut nochmal eine 5er Subbombe raus. Kamikur, danke für dein Prime Sub. Lemming TTV, 100 Bits. Real Turkey, ein neues Prime Sub. Willkommen an Bord. Lady666, 1 Jahr lang dabei auf Twitch. Schnorpelohr, Schnorpelohr. Danke für dein Prime Sub. Radadazong, 100 Bits. Lemming TTV, auch nochmal 100 Bits. Dann hat bei Yves, der nochmal 10 Euro Superchat rausgehauen hat. Mike Twain mit 500 Bits. Venom GR, 11 Monate dabei auf Twitch. Manja, 100 Bits. Mike Twain mit einem neuen Sub an Bord. Willkommen. Brigitte Wennemann verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Schwarzbart Jürgen, 200 Bits. Er hilft dem Hype Train nochmal etwas nach. Ja, ich habe gar keine Ahnung, wo der Hype Train gelandet ist, welches Level und so weiter. Aber ich kann nur echt dickes Dankeschön an euch alle raushauen. Also ihr seid wirklich mega. Frank Borchert hat auch nochmal 10 Euro rausgehauen. Dann sehe ich den Yves, der auch nochmal einen 10er rausgehauen hat. Karin Helger auch nochmal 2 Euro. Wow. Jens Riemer, 11 Monate dabei. Ach, der Binnenseebördler, 10 Schweizer Franken. Markus Pape, 2 Jahre dabei. F1RB im neuen Prime Sub. Leute, was ist denn los mit euch? Fallermann, 3 Monate auf Twitch. Karin Helger, 2 Euro Superchat. Die Apfeltelefonwinker, eine gute Reise euch. Eine gute Reise. 11,99 für diesen sensationellen Stream. Und sie schicken nochmal 5,99 hinterher und sagen, sensationell, wir sind dann mal weg. Der Venom verschenkt einen Sub an die Katzenfreundin. Dankeschön. Leon, 10er-Pack Mitgliedschaften und Fragen Johann, 123 Bits. Leute, ihr habt doch einen Knall. Ihr habt doch echt einen Knall. Ich bin völlig fertig. Brigitte auch, oder? Ja, voll. Ich bin völlig fertig. War das wieder cool. Also nach gestern und heute, Also ich weiß auch nicht, was du die Woche noch abliefern willst. naja, morgen wollte ich eigentlich weitermachen und das Buchner-Ufer neu eröffnen. Ach so, Ja, nach deiner Renovierung. genau. Morgen machen wir Buchner-Ufer 2.0. Oh, das geht hier mal weiter. Chroma, 100 Bits, der VF-Rentner, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Oh, und Andi, der Sammelschlepper, 10 Schweizer Franken. Was hast du denn da? Schlepper, Digga! Schlepper, Digga! Ja. Oh, was für eine coole Show. Ja, ihr Lieben, also mir fällt echt nichts mehr ein. Mir fällt echt dazu nichts mehr ein. Puh, Willst du was trinken? Soll ich dir mal was holen? ich glaube, ja, wir sind ja gleich zurück. Ich denke, wir verabschieden uns erstmal und dann können wir noch die letzten Meter genießen. Also das war wirklich kaum zu toppen. Wer möchte noch mit drauf? So, So, ihr Lieben, wer möchte? also nochmal ein dickes Dankeschön natürlich an Elas, die das hier heute ermöglicht haben mit dem lieben Leon. Also das war wirklich ein ganz großes Kino, das war eine richtig tolle Show. Müssen wir öfter machen. Also ich freue mich schon auf die Cruise Days. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, was ich im Chat gelesen habe, jetzt zu fragen, ob es euch gefallen hat, wäre auch Quatsch. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart.
ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also danke, danke, ihr seid so crazy. Danke für die Unterstützung bei Twitch, bei YouTube. Oh, Ja. ja. Danke. Einfach nur danke. Und natürlich danke an unsere Mods. Danke an die Daheimgebliebenen, dass ihr trotzdem mitgemacht habt. Kannst du nicht weiterreden? So laut hier heute. Ja. Ganz schön. Nein, natürlich auch unsere lieben Gäste hier, die heute dabei waren. Schön, dass ihr mitgekommen seid, dass ihr so spontan auch noch an Bord gesprungen seid. Ja, für die gute Unterhaltung, weil so ganz allein auf einer Barkasse ist auch nicht schön. Also es ist immer gut, wenn so ein bisschen Leben drauf ist. Ne? Also richtig klasse. Ja, und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hamburg Hafen Live. Over and out. Tschüss.